Herzlich willkommen bei Tracked. Mein Name ist Christian und ich lade dich jetzt ein, diese kurze Schnelleinleitung anzusehen. Ich zeige dir, wie du eine neue Installation hinzufügst, anschließend diese Installation mit dem Contao Manager verbindest und wie du das Uptime Monitoring einrichtest. Zusätzlich erkläre ich dir, wie du individuelle Labels vergeben kannst und ich erkläre dir auch die einzelnen Farben unseres Tracked-Logos. Zum Schluss werden wir noch einmal die Filter- und Suchfunktion etwas genauer ansehen. Ja, lass uns gleich einmal starten. Nachdem du dich hier befindest, hast du noch keine Installation und du klickst anschließend unterhalb des Videos auf den Button Jetzt Installationen hinzufügen. Nun hast du die Möglichkeit, eine einzelne Installation hinzuzufügen oder gleich mehrere Installationen hinzuzufügen. Wir beginnen jetzt mit einer Installation und du trägst hier jetzt bei URL der Installation die entsprechende Adresse deiner Contao-Installation ein. Je nachdem, ob du eine HTTPS oder HTTP-Seite hast, musst du das entsprechend berücksichtigen. Ich trage jetzt unsere Demo-Seite ein und anschließend kann ich noch eine Bezeichnung vergeben. Wenn ich keine Bezeichnung vergebe, wird einfach meine URL verwendet, ansonsten kann ich die Bezeichnung auch noch einmal im Nachhinein ändern. Anschließend klicke ich auf Installation hinzufügen. Nun ist meine Installation bei Tracked hinzugefügt, aber es werden noch keine Daten abgerufen. Um das jetzt einzurichten, brauchen wir jetzt eine Verbindung zum Contao Manager. Diese kannst du einrichten, indem du deine Installation anklickst, anschließend hier auf den Bereich Contao Manager gehst, das Ganze ausklappst und hier dann auf Verbinden klickst. Jetzt wird dein Contao Manager in einer neuen Sitzung geöffnet und du musst jetzt hier dich mit deinen Zugangsdaten anmelden. Wenn die Systemprüfung durchgelaufen ist, bekommst du eine Meldung, dass jetzt eben Tracked Zugriff auf deine Installation möchte. Das Ganze kannst du mit einem kurzen Klick bestätigen und wenn Tracked die Verbindung erfolgreich abgeschlossen hat, dann wird das Ganze dir angezeigt, indem du hier oben auch hier ein grünes Zeichen bekommst, also dieses Kettensymbol, und du siehst auch hier hinten die aktuelle Manager-Version. Im nächsten Schritt wollen wir jetzt noch das Uptime Monitoring einrichten. Dazu klicken wir einfach auf den Punkt darunter, Monitoring, und wie du siehst, wird mir hier bereits die Standard-URL angegeben. Ich kann natürlich auch jede beliebige Unterseite verwenden, wie zum Beispiel das Impressum oder eine andere Seite. Anschließend muss ich jetzt noch einen Suchbegriff eingeben. Ich trage jetzt hier zum Test einfach mal das Wort Tempo ein und starte das Monitoring. Auch das dauert ein paar Sekunden und sobald das erledigt ist, bekommst du hier oben auch diesen grünen Punkt. Ja, das war's schon fast. Das heißt, du hast jetzt deine Installation mit dem Contao Manager verbunden, du hast das Monitoring aktiviert und nun siehst du auch hier links, haben wir schon die aktuelle Contao-Version ausgelesen und die PHP-Version. Das heißt, jetzt können wir weitere Labels vergeben, die wir eben nutzen wollen, um unsere Installation später einfacher zu filtern und besser zu finden. Das heißt, ich klicke zunächst einmal in das Feld Label hinzufügen und kann jetzt über meinen Freitext einfach entsprechende Labels vergeben. Nehmen wir an, diese Installation hätte jetzt einen Wartungsvertrag, somit vergebe ich das Label Wartungsvertrag. Ein Label wird übernommen, wenn ich einmal die Enter-Taste drücke. Wie du siehst, habe ich jetzt das Label ergänzt und ich kann jetzt das nächste Label hinzufügen. Neben diesem klassischen Label kann ich jetzt auch Gruppierungen anlegen. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel hier Hosting als Gruppierung angeben, gefolgt von einem Doppelpunkt und gebe dann den Namen des Hosters an, in dem Fall zum Beispiel Cyan. Das heißt, ich habe hier jetzt den Hoster Cyan vergeben, könnte aber natürlich dann auch noch weitere Hoster nach diesem Doppelpunkt einpflegen, so dass ich eben in dieser Gruppierung das Wort Hosting als Überschrift habe und dann unterschiedliche Hostings. Der Unterschied zwischen diesen Labels mit und ohne Gruppierung besteht auch in der Möglichkeit, diese später zu filtern. Das zeige ich dir aber gleich. Wir schließen jetzt einmal diese Installation und du siehst, die Installation ist jetzt aktiv und auf der linken Seite haben wir so ein Tracked-Logo mit unterschiedlichen Farben. Ich möchte jetzt noch ganz kurz erklären, was die unterschiedlichen Farben aussagen. Dazu habe ich eine Grafik vorbereitet und wie du siehst, bedeutet jeder Bereich des Logos etwas anderes. Links bedeutet Monitoring Up, Paused or Down. Auf der rechten Seite oben haben wir den Manager Connected oder Error. Unten haben wir die PHP-Version, das heißt aktiver Support oder nur noch Security Only Support oder natürlich End of Life, dann wird das Ganze rot. Und links unten haben wir die Contao-Version, entweder aktiv supported, eben LTS im Security-Modus zum Beispiel,
oder End of Life, wenn du eine veraltete Version verwendest oder wenn aktuell ein Security-Risiko für die Version vorliegt, ist das Ganze auch rot. Und je nachdem hast du hier eben das Tracked-Symbol, das dir auf einen Blick zeigt, wie der Zustand der Installation im Moment ist. Du kannst natürlich jetzt weitere Installationen hinzufügen. Ich werde das jetzt einfach mal kurz machen, damit ich dir die Filterfunktion besser zeigen kann. Wie du siehst, habe ich jetzt weitere Installationen bei meiner Organisation hinzugefügt und ich möchte dir jetzt ganz kurz die Filter- und Labelfunktion zeigen. Das heißt, du hast hier jetzt rechts die unterschiedlichen Labels. Davon werden bestimmte Labels automatisch generiert, wie zum Beispiel die Contao-Version, die PHP-Version oder auch die Labels hier oben für Tracking und Monitoring. Die Labels hier unten, wie Wartungsvertrag und Hosting, habe ich jetzt gerade individuell für mich angelegt. Wir sehen hier auch gleich einen Unterschied, und zwar haben wir einmal die Labels, die ohne quasi Doppelpunkt, also ohne Gruppierung angelegt worden sind, und einmal die Labels mit Gruppierung. Wenn ich also jetzt meine Installation filtern möchte, dann klicke ich auf eines dieser Labels, zum Beispiel ich möchte Hosting All-Inkle filtern. Dann sehe ich, wunderbar, ich habe diese Installationen. Genauso kann ich aber auch das Ganze auf Negativ machen, indem ich noch einmal auf dieses Label klicke. Und wie du siehst, werden jetzt alle Installationen ausgewählt, die eben nicht das Hosting All-Inkle haben. Ich kann das Ganze jetzt auch noch verknüpfen, indem ich sage, nicht All-Inkle, aber es soll unbedingt die PHP-Version 7.4 enthalten sein. Und somit kann ich eben aus unterschiedlichen Bereichen mir Verknüpfungen zusammenbauen. Wichtig ist allerdings, dass ich innerhalb einer Gruppe eben nur Und-Verknüpfungen machen kann. Was meine ich damit? Wir werden jetzt das noch einmal rückgängig machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier angebe und ich sage, das System soll nicht Contao 4.9 wählen und ich wähle ein zweites Label, dann wird dieses innerhalb dieser Gruppe ebenfalls mit der Nicht-Bedingung gesetzt. Das gleiche ist mit einer positiven Bedingung. Ich kann also eine Oder-Verknüpfung dann nur über Labels hinweg machen. Das heißt, ich könnte allerdings hier wieder bei Wartungsvertrag frei definieren. Das heißt, wenn du eben diese Oder-Verknüpfung zwingend nutzen möchtest, dann musst du eben das über Gruppengrenzen hinweg so konfigurieren, dass du das sauber filtern kannst. Die Filter kannst du natürlich auch wieder löschen, indem du ganz oben auf Filter löschen klickst. Weitere Funktionen findest du dann bei uns in der Doku. Die Doku erreichst du ganz einfach, indem du hier oben auf das Fragezeichen-Symbol klickst. Und zusätzlich kannst du natürlich uns auch bei Problemen eine E-Mail schicken. Sende das Ganze dann an support@tracked.io. Ja, ich wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Einsatz von Tracked und am besten klickst du jetzt direkt unterhalb des Videos auf den Button Jetzt Installation hinzufügen und startest mit der Einrichtung von Tracked.